Hello guys, welcome back to the channel. This time we'll do another reaction to a place in Germany. This one is in the Lower Rhine. It's called Selkant. So it's another video by Uli Cronenberg. So I'll leave a link for his channel. He's got some really good videos. He goes to unusual places in Germany. He also has some really good videos on film locations in Germany, which is great. So yeah, and this place is where the state border separates the village from the castle, which is interesting. And also, I think it's the westernmost border with the Netherlands into Germany. So let's see what Uli's got to say and have a look. Ein Dorf, das von seiner Burg durch eine Staatsgrenze getrennt ist und der westlichste Punkt Deutschlands. Darum geht's in diesem Video. Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Im letzten Video waren wir in Gangelt. Vom Ortsausgang Gangelt aus bis zur deutsch-niederländischen Grenze sind es etwa 4-5 Kilometer. Zwischen 1949 und 1963 war die deutsch-niederländische Grenze am Ortsausgang von Gangelt. Denn das Gelände dazwischen gehörte zu den Niederlanden. Hier befinden wir uns jetzt so etwa in der Höhe von Köln-Düsseldorf an der niederländischen Grenze. Es geht um den westlichen Teil des Kreises Heinsberg. Hier habe ich einmal eingezeichnet die Grenze zu den Niederlanden, wo sie heute ist. Und der rote Strich, der zeigt die Grenze zwischen 1949 und 1963. Das heißt, dieses Gebiet jetzt hier in dem Kasten, das gehörte damals zu den Niederlanden. Die Niederlande hatten nach 1945 als Entschädigung einen Teil Deutschlands gefordert. Da gehörte das Gebiet Aachen, Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Köln bis hin zur Insel Borkum, also rund 10.000 Quadratkilometer zu. Die Alliierten waren dagegen. Letztendlich blieben 69 Quadratkilometer deutsches Territorium über. Das ist einmal das Gebiet, das liegt bei Emmerich und dann eben dieses Gebiet hier im Kreis Heinsberg. Das ganze Gebiet stand dann unter niederländischer Auftragsverwaltung. Ja, und ab 1949 gab es dann hier eine richtige Grenze. Man begann dann darüber zu verhandeln, dass dieses Stück wieder zu Deutschland zurückkommt. Und letztendlich erst 15 Jahre später, 1963, hat man sich darüber geeinigt, über die Rückgabe. Man hat damals Geld gezahlt an die Niederlande. Das wären heute etwa so etwas über 500 Millionen Euro. Durch die Grenze wurde dann auch die Zuglinie, die hier auf deutschem Gebiet existierte, unterbrochen und wurde letztendlich stillgelegt. In Gangelt, da findet man heute noch den ehemaligen Bahnhof von Gangelt. Alright, I have to go back and have a look at that map. That's a bit confusing. Hier in dem Kasten, das gehörte da. So here's the border in 1963. So we've got the border here. So this was part of Nederland in 1963, but then this was given back, or the German government bought this part back, because he said the border used to be at Gangel. Alright, so this is the old border, but in 1963 this became the new border. I think that's correct. Is up. Alright, okay, I think I've worked it out. If I'm wrong, please tell me. Noch den ehemaligen Bahnhof von Gangelt. Das hier ist das Bahnhofsgebäude und das hier ist die Güterhalle, die zum Bahnhof gehörte. Ist inzwischen alles etwas mit Efeu hier zugewuchert, zumindest der Eingang. Ist aber doch sehr eindrucksvoll. Und die Fotos, die wir uns die ganze Zeit schon anschauen, die stammen von der Kreisverwaltung in Heinsberg. Die haben an einem Ort bei Isenbruch eine kleine Fotoausstellung gemacht, denn hier befindet sich der westlichste Punkt Deutschlands. Links, das ist der Rodebach und der markiert die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Jetzt sind wir am westlichsten Punkt. Westlicher geht es wirklich nicht mehr. Das ist der westlichste Punkt Deutschlands. Hier kann man auch mal über die Grenze gehen. Hier befindet sich diese Brücke und die führt über den Rodebach. So, Rodebach must be that stream. Isn't Roder is red, isn't it? What does Rodebach mean?
This is extremely unusual for me because I come from Australia, which is an island, so we don't have any borders with any other countries. I live in the Philippines, which is an island, so there's no borders with any other countries. So it's really unusual to be able to just walk over to another country, especially separated by a stream that's a metre wide. I've always flown into countries. There's only one time I've ever crossed a land border, and that was between Malaysia and Thailand. So it's interesting that you've got one side's Germany, one side's Dutch. What language do they speak on this side of the bridge? Or does everyone speak both Dutch and German? Interesting. Ja, noch ein Schritt und dann sind wir in den Niederlanden. Diese Grenze zwischen Deutschland und Niederlande in dem Gebiet hier, wie wir sie heute haben, die wurde auf dem Wiener Kongress 1815 festgelegt. Und zwar einfach so auf dem Reißbrett. Man hat diese Linien eingezeichnet und da wurde hier eben der Rodebach als Grenze genommen. Egal, was er durchschneidet. Wir sehen nachher mehr dazu. Von diesem Punkt hier aus die Straße noch ein paar Meter runter. Da ist dann die Grenze zu den Niederlanden und die nächsten Häuser, die gehören schon zu den Niederlanden. What the hell are those people doing? Dancing. Nur ein paar Kilometer. Man, come and have a look at this. He just crossed over from the border and he's taking video of this village. Have a look at these people. What the hell are they doing? Dancing. Nur ein paar Kilometer weiter, da liegt der Ort Millen. Just weird Dutch people. Maybe they're all high. Das ist einer der schönsten der alten Orte hier im Selkant. Millen liegt auch am Rodebach. Der Ort hat so 300 Einwohner. Na, fangen wir mal an bei dieser Kirche hier, St. Nikolaus. Chor und Apsis wurden um das Jahr 1000 gebaut. 1126, da war dieser Ort hier schon Wallfahrtsort. An der Kirche, da liegt der Friedhof von Millen. Einige der Grabsteine hier stammen aus der Zeit zwischen 1600 und 1700. What's that one? 1615. They got some tombstones there from 1615. What does the IHS mean? Is that German for rest in peace? Or has that got something to do with Jesus, or has it got something to do with the King? 24th of March 1669. Requiescat in pace. So rest in peace, but that looks like it's in Latin. Graven, and this is the grave. Simon, Miguel, Helges, Gestorven. And there's skulls that seem to be, are these modern reproductions of the tombstones, or are these the actual tombstones, and that skull is a common thing? Also, what does Selkant mean? I can't find it, a definition of that. The only thing I can find that's similar is selvage, which is the cut edge of clothing. Anyone tell me what Selkant means? Dann streifen wir ein wenig durch die Straßen von Millen. Also So Millen, is that mill? Area of mill? Maybe. And then the Selkant would be like a mill's producing clothes, could be producing clothes, so Selkant would be like an edge. So maybe it just means the edge of Germany.
diese Art von alten Orten mag, der ist hier genau richtig aufgehoben. Das ist einfach nur schön hier. What do people do in places like this? This looks like a pretty rural place. So is there any jobs there, or how can you support yourself in a place like that? Is it just tourism coming from Germans coming over, or Dutch going over to the German side? Maybe it's just because it's the border town. Maybe looks pretty bleak. Das hier ist die Propstei, die gehört zur Kirche. Im Kern stammt das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Zurzeit wird hier gebaut, weil dort soll ein Museum entstehen. Haus der Westgrenze nennt sich das Projekt. Zwischen Kirche und Propstei, da liegt die Zehnscheune. Das Gebäude hier, das stammt aus dem Jahr 1788. So that sign was in German. Why would it be in German? Shouldn't it be in Dutch? These all look like factories to me. Ja, ist sehr ländlich und sehr naturnah hier alles. Weiter geht unser Weg durch das Dorf. Auch das gibt's hier, einen Dorfbrunnen, allerdings ohne Wasser. Unusual place. It's like a ghost town. There's nobody there. One car parked on the street. So these houses got people in them, or are they all just, it's not a house there, or it doesn't appear to be. That's some sort of stable area. So has that been converted into a house? And if so, how do you get into it? Or are these all like museums? Factory storage areas. Das sind Fischteiche. Hier gibt es nämlich eine Forellenzucht. Millen sowie die ganze Region Selkant, das ist eigentlich schon mehr wie ein Geheimtipp, nicht nur für Fahrradfahrer, sondern auch für Wanderer. Also hier gibt es wirklich eine Menge Wanderwege und Fahrradwege vor allen Dingen. Und hier kommen eigentlich ziemlich viele Leute sogar her. Am Ortsrand entlang, da läuft der Rodebach. Und das ist ja die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und hier führt eine Brücke rüber in die Niederlande. Das hier ist der Grenzstein, der steht auf deutscher Seite. Dann kommt die Brücke, die über den Rodebach führt. Und auf der anderen Seite, da steht der Grenzstein der Niederlande. Heute kann man hier ja ohne Probleme rüber über die Grenze in die Niederlande oder umgekehrt nach Deutschland. Wanderer und Fahrradfahrer, die nutzen diese Brücke natürlich sehr rege. Aber der Rodebach trennt als Grenzfluss oder Grenzbach nicht nur Deutschland und die Niederlande, sondern er trennt auch Millen. Hier auf diesen Google Maps Aufnahmen kann man das schön sehen. Rechts, da liegt der Ort Millen und links, da liegt die Burg Millen. Und mitten dazwischen fließt der Rodebach und das ist die Grenze zwischen... So the new border had split the village in half, which is interesting.
just shows you that, like in places in Europe, you know, because the borders changed so many times over history. Funny. In Deutschland und Holland. Damit liegt der Ort auf deutscher Seite und die dazugehörige Burg liegt auf niederländischer Seite. Von Deutschland über die Brücke in die Niederlande und jetzt führt hier ein Fußweg zur Burg Millen. Von Millen aus, beziehungsweise von der Burg Millen, da wurde nämlich mal die ganze Region hier regiert. Hier nämlich war der Sitz der Herren von Millen. Erst 1499 ging das Ganze ans Herzogtum Jülich über. Die Grenzziehung von 1815, die ja heute wieder gültig ist, trennte nicht nur den Ort Millen von der Burg Millen, sondern auch den Besitz der Burg. Die hatte nämlich 2 Mühlen. Eine Mühle, nämlich diese hier, steht heute auf deutschem Gebiet und die andere Mühle, auf der anderen Seite vom Rodebach, die steht auf holländischem Gebiet. So you got one building with one side's on Germany and one side's on the Dutch side. So how do you work out something like planning, or who has jurisdiction over keeping that renovated? Is it one side's German government, this side's Dutch government, or when you walk over, do you have to change language? It's crazy. Hier kann man schön sehen, rechts, das ist die Mühle, die auf niederländischem Gebiet steht, und gleich auf der anderen Seite vom Rodebach, das weiße Gebäude, das ist die Mühle, die auf deutschem Gebiet steht. Ein paar Meter neben der niederländischen Mühle, da steht die Burg Millen, Kasteel Millen. Ja, desto länger man hier ist, desto mehr kann man sich in diese ganze Region hier auch verlieben. Das ist wirklich wunderschön hier. Also wer kein Spektakel, sondern wirklich Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, der ist in dieser Ecke an der deutsch-niederländischen Grenze, Region Selkant oder auch Heinsberger Land, wirklich sehr gut aufgehoben. Hier kann man wirklich ein paar schöne Tage verbringen, ganz in Ruhe. Hier kann man wandern, hier kann man Radfahren, aber man kann auch Motorrad- oder Autotouren unternehmen. Alright, there we go. So really interesting little place, Millen in Selkant in Germany. So interesting how the borders changed, and like I said, interesting for me because land borders to me, we just don't have them. We have state borders, but you know, that's nothing. But yeah, really interesting. Looks like a nice place for Germans with your Wanderlust or Wanderlust, going for hiking. But interesting little town. I didn't see any local people. The only people I saw, 2 people on bikes, which were German, and a couple of people hiking, which are German. So I wonder if there's actually anyone who lives in that town, because that didn't seem to be. But anyway, there we go. Please leave some comments. Like I said, anyone who knows what self-can't means, because I can't find the etymology for that. Like I said, the only hint that I've got is that it's an edge of material, which might indicate border, or because it's a mill area, so Millen, it might also have something to do with the mills. But anyway, thanks for watching. Hopefully, if you like it, please like and subscribe. Also, leave some comments. Also, go and have a look at Uli's YouTube page. He's got lots of cool videos on there as well. So we'll see you in the next one, and auf Wiedersehen.